Hongkong. Eine Megametropole, die ihresgleichen sucht. Wolkenkratzer, extrem dicht besiedelt und die teuerste Stadt der Welt. Warum sollte man hier Fahrrad fahren? Jeder kennt diese Bilder der unglaublichen Skyline. Aber was uns wirklich geschockt hat, ist, das hier ist auch Hongkong. Einsame weiße Strände, umgeben von riesigen Nationalparks. Also, wie passt das zusammen? Und warum ist ausgerechnet Hongkong nach 1,5 Jahren Weltreise vielleicht der härteste Reiseabschnitt, den wir jemals hatten? Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Leute, wir sind in Hongkong mit dem Fahrrad. Wir haben heute auch eine unmögliche Mission vor uns. Und zwar versuchen wir innerhalb der Stadt einen Schlafplatz für unser Zelt zu finden. Auch wenn das schon fast absurd unmöglich klingt, wenn man sieht, wie dicht hier alles zugebaut ist. Und wir haben auch gerade jemanden getroffen, der hier wohnt, der gesagt, es ist nicht möglich, aber wir versuchen es. Ganz dumme Idee, oder kann das wirklich funktionieren? Wir wollen kein Geld für ein teures Hotel ausgeben und versuchen es. Linksverkehr ist der Tod. Wir waren jetzt die ganze Zeit wieder Rechtsverkehr in China und nur in Hongkong ist alles links. Das ist so stressig. Es ist so heftig zu sehen, wenn man in so einer Stadt wie Hongkong ist, wo alles Wolkenkratzer sind, dass trotzdem die Gerüste mit Bambus gemacht werden. Und man sieht, wie das hier alles wackelt und wie sie das einfach nur mit Fäden festmachen. Unglaublich. Das sind ja alles wirklich nur kleine Bändchen, was die Bambusstreben zusammenhält. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist verrückt. Irgendwas muss ja an dem Material Bambus ganz gut sein, dass es sogar Verrückte gibt, die auf einem Bambusfahrrad den Planeten umrunden. Jedenfalls ist dieser Job nichts für schwache Nerven. So eindrucksvoll, was der Mensch hier geschaffen hat, oder? Ob es gut ist, sei mal dahingestellt, aber dass das von Menschenhand kommt. Ich weiß, es ist nur eine Stadt mit so ein paar hohen Häusern, aber ich weiß nicht, dass wir hier mit dem Fahrrad hergefahren sind, das nimmt mich gerade ganz schön mit. Wenn man in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist und dann hier steht, ist das überwältigend. Auch wenn wir uns in Großstädten meistens nicht so wohl fühlen, merken wir, dass dieser Ort irgendwie anders ist. Warum wollen wir denn eigentlich heute Zelten erzwingen, auch wenn es ja fast nicht möglich sein wird? Weil Hongkong einfach arschteuer ist. Also mit Abstand das teuerste, wo wir bisher waren. Wir hatten gestern so eine Art Eisbecher. 20 Euro. 20 Euro. Das mag jetzt für Deutsche nicht so viel sein, ne? Aber wir kommen halt jetzt aus Ländern und auch in China, wo wir einfach für 2 Mahlzeiten Euro teilweise gezahlt haben oder ein bisschen mehr. Das macht für uns so einen riesen Unterschied einfach. Ich könnte mal zeigen, wie du die Kamera so hinhältst. Dann mal rein ins Chaos. Franzi war 2018 mit dem Flugzeug schon mal hier und konnte sich noch an 2 Dinge erinnern. Es ist super viel Verkehr und die Straßen sind richtig steil. Und der Linksverkehr kommt übrigens daher, dass Hongkong bis 1997 eine britische Kolonie war. Also meine Befürchtung hat sich bewahrheitet. Es ist unglaublich steil, unglaublich heiß, unglaublich schwül. Auf so eine bekloppte Idee muss man erstmal kommen, durch Hongkong fahren zu wollen. Der Seitenstreifen ist jetzt mal 50 Meter lang. Der Rest geht brutal steil, ohne Rand hier die Straße hoch. Da ist echt viel Verkehr. Ah ja, sind wir selbst schuld. Wir wollten das so. Wir fangen an zu zweifeln, ob wir lieber unseren Plan, Hongkong mit dem Fahrrad zu bereisen, aufgeben sollen. Wir streiten regelrecht, denn ich will dem unbedingt noch eine Chance geben und überrede Franzi, dass wir es noch einen ganzen Tag lang versuchen und dann abbrechen können. Das Wichtigste für heute ist ein versteckter Schlafplatz, aber das erscheint uns aussichtslos. Bis zu diesem Punkt. Das kannst du dir nicht vorstellen, Franzi. Wirklich nicht. Hongkong hat einen extremsten Platzmangel, oder? Die Wohnungen sind alle so schmal, es gibt ja keinen Platz zu erweitern. Sie haben ja ihre Fläche und das war's, oder? Und hier ist ja alles so steil, es gibt nur Hang und Straße. Da hinten ist einfach ein Spielplatz. Also da darf kein Auto reinfahren. Wie so ein Hundespielplatz, wo sich ein paar Hundebesitzer treffen, das war's. Davor den geilsten Blick auf der Stadt. Das klingt doch mal richtig gut. Da, wo die jetzt mit ihren Mops hockt, das ist flach. Und diesen Blick auf die Stadt, ich dachte gerade, ich pack's nicht.
sind gerade durch Hongkong gefahren. Oh Mann, das ist so dämlich. Es ist echt, also wirklich, wir müssen hier einen fetten Disclaimer hinmachen. Macht das nicht nach. Das ist Selbstmord. Und das hier, das ist das andere Plätzchen. Ist zwar kein Spielplatz, Nee. so ein Fitnessgedöns, aber nein, es gibt Wasser. Gibt's hier Wasser? Ah, hier wollen wir nicht zu viel, okay? Wir sind hier an so einem Platz, man hört wirklich kein Auto, es ist so ruhig hier. Herrlich. Ich bin immer noch perplex. Zum Abendessen haben wir heute wieder mal Deluxe-Essen. Haferflocken mit Saft. Ja, das wird es, glaube ich, die nächsten Tage immer geben bei den Preisen in Hongkong. Also ich bin darauf nicht stolz, ne? Aber ich glaube, Schicksal wollte, dass wir genau das Tool haben, dass wir ja genau das aufkriegen, sag mal. Ja, ich denke mir so, es ist egal, wenn Hongkong 20 Liter fehlen, aber für uns hat es so ein heftiger Mehrwert. Wenn wir jetzt ein bisschen abspritzen können, dann können wir einfach in Ruhe schlafen. Das ist was ganz anderes. Alter, genau ein ekelhafter Tropfen. Das Coole daran ist, die Leute hier in diesem Hochhaus den Hans alle zugucken können. Ja, das ist kein Weiß, das ist sonnengebleicht. Aber das Beste an diesem Schlafplatz ist der Ausblick. Sobald es dunkel wurde, war es magisch, die Millionen Lichter dieser Stadt zu sehen. Wir haben gedacht, heute wird ein richtig stressiger Tag, dass wir nichts finden, an irgendeinem ranzigen Parkplatz schlafen. Und dass es jetzt so schön ist und wir diesen Blick auf Hongkong haben, das sind wirklich Momente, an denen werden wir uns erinnern. Das ist... Boah, wir haben dem Wetterbericht vertraut. Wir wissen, dass es eigentlich keinen Sinn macht in der Regenzeit. Aber jetzt hat es auf einmal richtig heftig angefangen zu pissen. Alles ist nass, ey. Sind wir schnell rausgesprungen, haben die Pleine drüber gemacht. Franzi, es regnet! Boah, ja, zum Glück hast du es so schnell gemerkt, weil sonst wären wir komplett eingenässt gewesen. Ja. Also heute Morgen ist es schon mal wesentlich besser mit dem Verkehr. Zum Glück aus der Stadt raus ist man halt sofort im Dschungel. Ne? Das ist schon faszinierend. Und es fühlt sich also an, es ist wirklich tropisch heiß. Ja, sind wir gleich oben und dann geht's zur Küste. Hongkong ist vom Pazifik bzw. dem südchinesischen Meer umgeben und ist nicht nur eine Stadt, sondern es gehören viele Nationalparks und auch die ganzen umliegenden Inseln dazu. Es gehört zwar offiziell zu China, aber es ist eine eigene, autonome Sonderverwaltungszone mit eigenen Rechten und einer eigenen Wirtschaft. Deswegen treten zum Beispiel Sportler aus Hongkong bei Olympia unter ihrer eigenen Flagge an und nicht für China. Hans hat gerade gemerkt, dass sein Mantel kaputt ist. Der platzt hier langsam auf an der Seite. Der ist kurz vorm Platzen, also der hat hier schon richtig lang Längsriss. Also muss eigentlich Produktionsfehler sein, weil diese Naht sollte hier eigentlich halten. Mir hat schon immer genervt, dass wir diesen einen Mantel dabei haben, seit 16 Monaten. Jetzt bin ich echt froh. Hoffentlich geht das. Ja. Aber der ist voll breit, oder? Ja, keine Ahnung, was das für einer ist. Wir sind gerade echt froh, dass das die richtige Größe ist. Was 16 Monate zurückliegt, was man so recherchiert hat, muss ja nicht stimmen, oder? Ist aber perfekt. Ja. Seht ihr, was ich sehe? Franzi, wir haben Strand erreicht. Ich glaub's nicht. Alter Schwede, nach einem Jahr. Unglaublich, ich freue mich schon so lange darauf. Wir machen jetzt erstmal Urlaub. Heiß? Oh, scheiße. Das war schnell vorbei. Wir hätten wirklich nicht gedacht, dass Hongkong so schön ist, ne? Ja, echt. Und man darf sogar am Strand zelten. Hat jemand gerade gemeint, oder zumindest stört es niemanden. Guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Ihr weisen Menschen.
Du weißt halt, du bist in Asien. Wenn dein Nachbar am Baum Karaoke-Mikrofon auspackt, erstmal loslegt. Das ist extrem typisch. Überall singen sie Karaoke. Im Schmuggler, also wirklich in richtig noblen Schmuckläden und alles. Ja, stehen die da vorne und singen, Ja. wenn die nichts zu tun haben. Das ist so geil. Aber hier Urlaub zu machen, hat eben seinen Preis. Und für unser knappes Budget ist Hongkong nicht ganz einfach. Wir sind beide echt hungrig, ne? Ja. Da kostet halt eine Margarita 17 Euro. Spaghetti Carbonara 25 Euro. Flasche Wasser 6 Euro. Das ist so die andere Seite an Hongkong. Es macht zwar echt Spaß hier, aber Einkaufen macht keinen Spaß. Schwierig. Boah, das sind Preise hier, ey. Also 1,5 Liter Wasser. Kostet schon über 2 Euro. Eine Flasche. Eine Flasche Wasser. Und das macht bei 12 Liter, die wir momentan täglich zusammen trinken, knapp 20 Euro pro Tag. Aber zum Glück finden wir ab und zu diese kostenlosen Wasserautomaten. Seht ihr das? Das ist wunderschön. Wir sitzen hier gerade und essen hier dieses Zeug und da kommt eine und schreit noch dem Mann hinterher, der schon vorgelaufen ist, die kennen wir doch irgendwie so. Guck mal, wer da ist! Voll lieb, ey. Und dann, ja, die kennen uns jetzt von Instagram, richtig lustig. Hat uns richtig gefreut, dass wir ein bisschen quatschen konnten. Also passiert uns eigentlich tagtäglich. Also, Nee, das allererste Mal auf der Reise hat uns jemand auf der Straße erkannt. Ja, die Luft wird dünn hier oben. Wir machen uns auf den Weg zum heutigen Schlafplatz. Wir wollen irgendwo am Strand schlafen, weil wir uns im Meer wenigstens etwas abkühlen können. Glaubt uns, das Fahrradfahren bei schwülen 35 Grad in der Mittagssonne fühlt sich abartig an. Auch wenn die Straßen entlang der Küste wunderschön sind. Das ist notwendig. Für uns gibt es in Hongkong eine Faustregel. Die Tage sind der Hammer, aber die Nächte... Also es ist um 1. Es ist wirklich so heiß, dass ich wieder nicht schlafen kann. Es kühlt in der Nacht nicht ab. Wir wissen echt nicht, was wir machen sollen. Wir haben ja extra noch das Innenzelt aufgebaut. Unter dem Dach hier. Aber ja, es ist zu heiß. Ich habe echt gehofft, hier am Strand geht auch mal ein bisschen Lüftchen, aber nix. Es ist, keine Ahnung. Wenn man halt jede Nacht nur 2-3 Stunden schläft und dann am Tag die Hitze ausgesetzt ist, dann ja, das ist irgendwo echt kräftezehrend. Naja, versuche weiter zu pennen. Gute Nacht. Also diese Nacht heute, ich glaube, das war bisher meine schrecklichste. Hier in dieser tropischen Gegend mit Hitze und es hat gejuckt. Ich habe so viele Mückenstiche gehabt und es hat nicht aufgehört. Ich glaube, es war so um 3 oder 4, dass es 1 Grad kühler wurde und es dann halbwegs ging oder so. Also die Anzeige hat um 2 angezeigt noch 29 Grad. Ja, ja. 29 Grad war es kälteste in der Nacht. Und ihr müsst denken, im Zelt ist halt noch mal einiges wärmer. Aber heute Morgen hier, das ist so entspannt und zum Runterkommen. Wir lassen uns heute Morgen einfach mal treiben. Das ist doch nicht abgemacht. Ne, wir lassen uns heute Morgen echt mal treiben. Egal, wo es heute hingeht. Das wirklich Schöne an Hongkong ist, wir haben Zeit ohne Ende. Wir haben keinen Visastress, wir müssen nicht irgendwo sein. Und deswegen fühlt es sich teilweise an wie Urlaub. Eigentlich das erste Mal überhaupt auf dieser Reise. Aber weiter geht das Schwitzen. Heute wird noch ein sehr langer Tag. Es ist 8 Uhr und wir sind nicht im Regen gefahren, ne? Ja. Könnt ihr euch das nicht vorstellen, wie heiß es ist? Vor allem wie du blendest. Müssen wir noch einen Filter drauf machen. Es ist halt 35 Grad und so eine brutale Luftfeuchte.
Wenn wir unterwegs Leute treffen, sagen sie uns immer und immer wieder, dass wir die Nationalparks besichtigen sollen. Wir nehmen die Fähre von Hong Kong Island zurück zum Festland und machen uns auf den Weg dorthin. Es ist immer wieder beeindruckend, ne? Das Gebäude da, es geht ja bis hoch mit Bambusgerüst, wenn die es gerade bauen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass dieses Teil hält. Weil nicht nur das Bambus, auch diese Bändchen, die das alles halten. Dieses Riesending ist bestimmt 100 Meter hoch. Crazy. Ich war jetzt gerade in der großen Mall einkaufen und da gab es halt nur ein günstiges Restaurant, das kennen wir schon. Und es war jetzt nur noch eine Sache verfügbar, sondern Reis mit Hühnerfüße. Tut mir leid. Das war das einzige Reisgericht, was es gerade noch gab. Nein, wirklich. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Nee, wirklich, das letzte Gericht, was es gab. Das esse ich nicht. Naja, dann gib's mir oder ich weiß auch nicht, ob ich es esse. Aber wir müssen was essen. Wenn die es essen, dann ist es bestimmt gar nicht so schlecht. Oh, der Fußnagel. Hier. Schmeckt halt wie Hühnerhaut. Zugegeben, ich habe auch schon Leckeres gegessen. Nur ein paar Kilometer raus aus der Stadt befindet man sich direkt wieder im Dschungel. Und was darf im Dschungel nicht fehlen? Das sind Affen. Nein, das gibt es doch nicht. Wir dachten nicht, dass es hier auch noch Affen gibt. Wieder Affen. Oder wieder, ja. Da gab es keine Affen. Ja. Wir sind echt überrascht, wie lebendig der Wald hier ist. Und auch, dass wir nie Müll sehen, spricht dafür, dass die Menschen hier die Natur sehr schätzen. Es ist einfach beeindruckend, dass Affen in Ruhe neben einer Weltstadt koexistieren können. Irgendwie eine riesen Stadt hinzuzimmern, das können alle reichen Länder. Oder zumindest China sehr gut. Aber auch wirklich das zu bewahren, das ist schon beachtlich. Habe ich auch noch nie gesehen sowas. Also wirklich schön. Wir treffen zufällig Viet, eine fast schon schicksalshafte Begegnung. Denn durch seine Geheimtipps wird dieser Tag noch der Wahnsinn. Richtig cool. Das ist ein Südafrikaner, der hier schon seit 20 Jahren lebt und uns jetzt voll die coolen Tipps gegeben hat. Ja, jetzt haben wir den Plan ganz umgeschmissen. Alles über den Haufen geworfen. Er erzählt uns, dass wir ein kleines Speedboot nehmen können, was uns auf Wunsch in eine kleine Bucht bringen kann. Von dieser Bucht aus soll sich ein kleiner Weg quer durch den Dschungel schlängeln, bis wir an einsamen Stränden herauskommen. Dazu sagen wir sicher nicht nein. Voll nett, er hat uns auch gerade noch das Boot bezahlt. Boah, die Schmetterlinge sind echt so groß, die Vögel hier, verrückt. Die Natur. Aber ja, das ist Viet the Vet, also Viet der Tierarzt. So cool und den Weg hätten wir nie gefunden hier. Guck das mal an. Wir haben ausgemacht, dass wir uns in 2 Stunden auf der anderen Seite des Berges wieder treffen. Er will uns einen bestimmten Ort zeigen, den wir vermutlich ohne ihn nicht finden würden. Also das ist ja der Wahnsinn hier. Es ist so unglaublich, was wir jetzt hier für ein Glück hatten. Zufall, keine Ahnung, dass wir jetzt wirklich jemanden getroffen haben, der sich hier so gut auskennt und uns genau sagen konnte, wo wir jetzt hin können und was wir machen müssen. Sowas macht Reisen halt aus, ne? Man trifft irgendjemanden und... Oh Gott, Hans, und hier geht's jetzt hoch. Deswegen Oh mein. meinte er, wir müssen schieben. Ach du Scheiße. Alter. Wo geht dieser Weg hin? Ja, aber er meinte, ohne Treppen. Also wird schon irgendwie klar gehen. Ich will nur noch mal anmerken, wir sind gerade in Hongkong. Es ist mittags und wieder unglaublich heiß und schwül. Und am Anfang war das noch okay, weil es nur leicht bergauf ging. Aber die letzten 2 Kilometer hatten es in sich. Wir können uns beide nicht daran erinnern, schon einmal so einen steilen Weg gefahren zu sein. Es ist zu steil zum Fahren. Und ich sag's nochmal, das ist nur Hans Schweiß, ne? Ich glaube nicht, dass so viel Wasserverlust noch
irgendwie gesund ist. vom Mensch vorgesehen ist. Oh mein Gott, oh, Wind! Komm her! Mücken, geht weg! Weil wir nicht so richtig wissen, wie wir die Räder am besten den Berg hochbekommen, probieren wir beide Techniken. Aber beide sind unglaublich anstrengend. Ach du Scheiße! Nächstes Fahrrad. Kennt ihr das, wenn man so Sport macht und es richtig anstrengend wird und dann so dieser extreme Hunger kommt? An dem Punkt bin ich jetzt gerade. Ey, wirklich. Aller 15 Minuten, ne? Passiert das hier. Alter Schwede, das war ja noch mehr als davor. Ich tropf hier rum. Und das ist nur die Hose. Ich meine, die Hose, dieses Shirt. Die Hose ist genauso voll, die Beine laufen. Ich brauche am Tag momentan 8 Liter, um irgendwie mit Runden zu kommen. Ja, jetzt müssten wir bald oben sein auf dem Hügel. Und da soll es ein Restaurant geben. Ich glaube, ich würde fast alles essen. Hühnerfüße? Nee, okay, nicht alles essen. Bergauf 2 Stunden, bergab nur 10 Minuten. Wir erreichen das kleine Dorf, wovon Wied uns berichtet hat. Wo sind wir hier? Was ist das für ein Dorf? Auf jeden Fall noch kein Mensch gesehen. So sorry that we are so late. Oh. Oh my god, it was so steep. It's slippery, I realized. Oh, Yeah, yeah. it's slippery as well. Er meint, das ist hier der berühmtere Strand. Aber es sind gerade 3 Menschen da überhaupt. Wow. Wie schön ist dieser Strand. Und wir gehen noch zu einem schöneren. Wie geht das? Haben wir uns jetzt einmal Reis bestellt. Ja. Aber wissen nicht, wie teuer es ist. Das Wasser kostet 28 Hongkong-Dollar. Das sind 3 Euro, 4 Euro? 3,50 Euro. Ja. Jetzt trinke ich lieber Salzwasser. Nach der notwendigen Stärkung zeigte uns Wied seinen Lieblingsort in ganz Hongkong. Nie im Leben hätten wir diesen schmalen Weg selber gefunden. Aber jetzt, wo wir hier sind, verstehen wir, was er meint. Aus dem Nichts taucht dieser menschenleere Sandstrand auf. Also ich glaube, das ist wirklich einer der schönsten Strände, wo ich je war. Dieser weite, weite Strand. Keine Menschenseele. Diese wunderschönen Berge im Hintergrund. Also ich bin echt geflasht. Wir machen uns das gleich auf, ganz am Ende von dem Strand, um an Trinkwasser zu kommen. Da haben wir natürlich nicht genug für bis morgen. Er meinte, da muss es irgendwo so einen kleinen Fluss da hinten geben. Das ist echt verrückt. Es ist niemand hier. Was sind das für Bäume? Das sieht aus wie eine Teufelsfrucht. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Ananasbaum, aber Gibt's ja nicht eigentlich. Ananas wachsen nicht auf Bäumen. Ich glaube, der meinte, die kann man essen, ne? Ja, Waren das die? ich hoffe schon. Aber wie isst man das denn? Wenn ich hier dran ziehe, da kommt der ganze Baum mit runter. Oha. Schau mal hier. Schmeckt so ein bisschen wie eine Mango. Ist ja echt gut. Aber essen kann man es echt nicht. Ist halt wie nur eine Faser. Man kaut halt so wie bei einem Zuckerrohr drauf rum, ne? Vor 3 Wochen dachte ich noch, dass Hongkong eine Stadt ist. Bildungslücke. Aber dafür gibt es ja Reisen. Also da vorne sind so 2 kleine Täler und da auch. Also müsste eigentlich da vorne das Wasser kommen, ne? Eigentlich. Da vorne ist Süßwasser. Hat so ein bisschen was von Robinson Crusoe hier, oder? Also es schaut echt klar aus. Aber wir wissen nicht, was da oben ist. Also nochmal ein Filter, oder? Ja, also es wurde uns auch gesagt, dass es hier viele Wildtiere und so gibt. Stimmt, da gibt es Haufen Wildschweine, ne? Genau, da sollte man immer dann ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn die
ihr Geschäft darin verrichten, ist es für uns nicht so gut. Ja. Ich meine, 1:100, dass es uns hier huft. Aber sicher ist sicher. Irgendwie ironisch, dass wir den Wasserfilter zweimal auf der Weltreise wirklich gebraucht haben. Das erste Mal abseits der Zivilisation in den abgelegenen Tälern von Tadschikistan und jetzt hier in Hongkong. Eine halbe Stunde gepumpt. Haben wir 3 Flaschen. Aber es ist ein bisschen trüb. Geschmack ist auch nicht der beste. Aber man kriegt's runter. Man ist echt froh, dass man hier Wasser hat trotzdem. Ja. Ich glaube, ich schmecke noch so ein paar Fake-Ananasse, die es da hinten wieder gibt. Die sind echt nicht so schlecht. Boah, was ist das denn für eine Spinne? Also wenn die nicht giftig ausschaut, dann weiß ich auch nicht. Boah. Ich wollte gerade da oben da ran zum Pflücken. Zum Glück bin ich da nicht reingelaufen, ey. Oh. Oh. Wir überlegen uns, ob wir morgen auf diesen Berg da hochgehen. Ungefähr 2 Stunden zu Fuß. Wir hätten trübes Trinkwasser und wir hätten Haferflocken und Fertigsuppe. Also eigentlich müssen wir klarkommen. Klingt schon ziemlich cool. Schauen wir mal. Entscheiden wir morgen. Erstmal wollen wir jede Minute, die wir hier sind, genießen. Einfach irre, wo unser Schicksal heute hingeführt hat. Dieser kleine Freund hier hat anscheinend keine Lust beim Löcherbuddeln gefilmt zu werden und geht auf Angriff. Und wie es ausschaut, ein letzter verspottender Gruß in die Kamera. Das Zelt steht jetzt hier. Wir springen jetzt noch mal ins Wasser, um uns ein bisschen abzukühlen. Es fängt mit den Mücken jetzt schon wieder an und dann essen wir Müsli im Zelt, weil das kann man hier draußen nicht mehr essen. Dann ist man wieder voll gestochen überall. Aber die Kamera bleibt jetzt aus, weil wir werden nackig ins Wasser gehen. Wer kam auf die wunderbare Idee, heute auf Sand schlafen zu wollen? Junge, ist das hart hier. Wir hatten beide unabhängig voneinander irgendwie so die Idee oder den Geistesblitz, heute einfach mal nicht die Matratzen aufzupumpen. Ich finde es gar nicht so lustig gerade. Und jetzt gerade, als ich mich auf die Seite gelegt habe, um schlafen zu wollen, war ich so, das wird keine angenehme Nacht. Und genau heute sind unsere Räder halt einfach so 300 Meter weg oder so. Und wir haben die ganzen Sachen da gelassen. So einen Vortrag halten. Also Seitlage verursacht halt blaue Flecken, ne? Aber warum machen wir das? Einfach weil wir zu faul sind? Ja, ich schon. Ja, ich. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie jede Nacht, das pisst so stark. Das ganze Wasser ist gerade zwischen Zeltplane und Unterplane gelaufen. Das heißt, wir liegen mehr oder weniger in der Nässe. Es ist echt viel nass geworden jetzt von hier und runter. Da ist die Mücke oben. Da. Nee. Wir sind hier gerade lebende Zielscheiben. Mücken haben leichtes Spiel, wir haben einige hier drin. Es hat jetzt gerade hier überall in den Ecken reingeregnet, weil wir die Plane halt einfach nur so drüber geschmissen haben und nicht an den Ecken überall festgemacht haben, weil es halt sonst einfach zu heiß ist. Wir können nicht mit Plane schlafen, wenn nicht gerade Regen ist. Ja. Deswegen suchen wir immer eigentlich was mit Überdachung. Diese Nächte, Alter, brauchen Schlaf, ey. Wir bleiben dabei. Die Nächte sind grauenvoll. Hier hinten ist noch die Pfütze und die Nacht, was reingelaufen ist. Sonne geht gerade auf. Haben wir jetzt gerade beschlossen.
dass wir den Berg da hoch hinten wollen. Den sieht man aber gar nicht, der ist in Wolken drin. Irgendwo da. Ja, ich schätze mal, so 2-3 Stunden gehen wir jetzt hoch. Hoffentlich lohnt sich die Sache. Dann sehen wir uns gleich da oben. Wir sind oben. Guckt euch mal diesen wunderschönen Ausblick an. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, immerhin haben wir gesehen, wie eine Echse irgend so eine Gottesanbeterin vernascht. Hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Wir gehen wieder runter, wir haben jetzt 15 Minuten gewartet. Ja, lässt sich nicht ändern. Auf dem Weg zurück hatten wir dann doch nochmal die Chance, einen letzten Blick auf unsere Bucht zu werfen. Echt verrückt, dass wir an so einem schönen Ort alleine waren. Um 5 soll hier ein Boot kommen, haben uns gerade 2 Leute gesagt. Und ja, die haben uns gerade eingeladen zum Essen. Das war richtig nett und lecker wieder. Ja. Ja, unser eigentlicher Plan war heute der Horror, dass wir da die Treppen, ja, das sind Treppen 100 Höhenmeter bestimmt. Und die müssten wir mit dem Fahrrad machen. Das heißt, wir müssten erst alle Taschen abmachen, jede einzelne, also die einzelnen hochtragen und dann die Fahrräder noch hochtragen. Solange jetzt hier gerade Ebbe ist, machen wir die Räder auf die andere Seite, weil da drüben fährt dann das Boot los. Und da sind wir richtig froh, dass wir jetzt hier nicht, also das hat mir solche Kopfschmerzen bereitet, dass wir da hoch müssen. Die 2, die uns gesagt haben, dass es hier ein Boot gibt, sind zufällig auch Deutsche, die hier in Hongkong leben. Sie haben uns aus Spaß gefragt, ob wir mit den Rädern aus Deutschland hierher gefahren sind. Und als wir das ein paar Mal bestätigt haben, dass wir ausschließlich über Landweg gekommen sind, waren sie so geschockt. Also im positiven Sinne. Wir sind jedenfalls unglaublich froh, dass es ein Boot gibt und wussten nicht einmal, wohin es genau fährt, als wir drin saßen. Es war uns einfach egal, denn hier in Hongkong haben wir die Zeit, uns treiben zu lassen. Ich glaube, wir fliegen ab und zu. Was ist denn hier los? Hoffentlich halten die Räder das aus. Das ist schlimmer als pakistanische Busse. Und das mag was heißen. Boah. Oh. Was ist das hier für eine Maschine? Was? Oh. Ich danke euch. Ja, sehr gerne geschehen, ja. Für das Essen, für den schönen Tag und für die Bootempfehlung, war so richtig cool, dass ihr hier wieder ankommt, diese blöden Treppen, die hoch müssen. Danke euch, super. Ja, viel Spaß. Viel Spaß bei eurer Tour, ne? Danke euch. Und viel Erfolg. 2 coole Typen, ne? Ja. Waren richtig nett. Ja, jetzt sind wir hier am Hafen. In der Stadt waren wir aber schon mal. Ja, wir hatten jetzt jeden Tag irgendwie was anderes geplant und Wurde nie was draus. wurde nie was draus, aber es war echt immer cool und es hat uns so gut gefallen hier. Hongkong ist wirklich die Überraschung schlechthin. Ja, total. Wir werden auf jeden Fall Hongkong schon wieder morgen verlassen. Danke, dass ihr dabei wart, fürs Zuschauen und für die Unterstützung. Wir sehen uns in Korea.